Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 7 2026. Und das hier ist meine 34. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 7 1996. 30 Jahre dazwischen. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Wieder mal eine Ausgabe, wo ich dachte so, hui, da sind aber Themen drin, da kannst du wenig dazu sagen. Wir finden trotzdem was, worüber es sich zu reden lohnt. A64D auf dem Cover, da kann ich gar nichts dazu sagen, das gucken wir uns trotzdem an. Vielleicht hat einer von euch gespielt. Virtua Fighter PC hat mich damals nicht vom Hocker gehauen. Solche Art Spiele sowieso nicht so. Erst dann später mit meinem Kumpel vor der PlayStation 1, gebe ich zu. Aber schön auf dem Cover ist Virtua Fighter drauf und exklusiv auf der CD-ROM die Fugger 2 Virtua Fighter PC, ein C&C Theme Pack, also Command and Conquer Theme Pack für Windows, sprich Grafiken, Symbole, Sounds und all sowas. Ja, sowas gab es damals für Windows. Ich hatte sowas auch. Wir fanden das damals total cool. Und jetzt schauen wir mal rein. Eine witzige Sache in dieser Ausgabe, guckt mal, man macht den Umschlag auf und dann ist hier ein extra Heft für Conquest of the New World. Guckt mal, ein richtig tolles Sonderheft. Ich blende es euch hier einfach mal ein, dann muss ich es nicht durchblättern, da seht ihr es besser. Also richtig genial, richtig aufwendig mit Berichten und Vorschaugrafiken und Hintergründen und. Also ein total tolles Beiheft zu Conquest of the New World. Ja, sowas gab es damals noch. Dadurch haben sich die Hefte voneinander unterschieden. Dadurch haben sie versucht, sich voneinander abzuheben mit solchen Sonderbeilagen. Und die hier ist wirklich gelungen. Die ist richtig schön, gefällt mir richtig gut. Tolle Erinnerung auf jeden Fall an dieses Spiel. Ich suche ja immer mal wieder nach Kuriositäten, die mir in den Heften auffallen. Und ich meine nicht die Werbung hier mit Heinz-Harald Frenzen. Nein, überhaupt nicht. Nein, hier drüben, guck mal. Fernsehen, da ist eine Aufzählung von Sendungen, die zum Thema PC interessant sind. Hier ist mal bayerisches Fernsehen, Montag, 8. Juli, 15:15 Uhr. Computertreff, Wiederholung am 9. Juli um 9:30 Uhr. Das ist mal wieder sowas aus längst vergangener Zeit. Was ist denn eine Wiederholung? Ja, wie? Man spielt es einfach nochmal ab. Ja, damals, ihr wisst, war schwierig und vor allem, ganz ehrlich, um 9:30 Uhr Fernseh gucken? Da war Schule, oder? Also bei mir. Wer sieht, wie es bei euch war, aber boah, das ist wieder mal so ein richtig krasser Blick zurück. Schaut euch diese Sendungen an. Ja, so war es damals. Und neben der Werbung für Schwarzer Krause, auch darauf habt ihr mich ja hingewiesen in euren Kommentaren. Das ist natürlich wirklich eine völlig andere Zeit gewesen, als man solche Werbung noch gesehen hat. Daneben ist aber was mich natürlich interessiert, nämlich der Bericht von der E3, der Electronic Entertainment Expo. Denn das sind richtig geniale Seiten mit einer Menge Vorschaumaterial auf die kommenden Spiele von den ganzen Herstellern über Electronic Arts, Acclaim, dann Mindscape. Hier und schaut euch diese Screenshots an, schaut euch, was sie alle bringen wollen. Also richtig genial. New World Computing, Interplay, Sierra hier übrigens mit Hunter x Hunted, auch ein total cooles Spiel, was ich sehr gern gespielt habe, obwohl es eigentlich simpel war, aber das gucken wir uns auf jeden Fall mal irgendwann noch an. Und hier natürlich nebendran Eidos Interactive mit Tomb Raider. Das war mit Sicherheit eines der Messe-Highlights schlechthin. Lara Croft zum ersten Mal in Action. Dann bei Warner Interactive eine kleine Vorschau auf Creatures. An das erinnere ich mich auch noch sehr gut. Creatures damals als KI-Wunder verschrien und eigentlich, ich habe es dann gespielt und ich war wohl nicht der Richtige dafür. Es war für mich langweilig, vielleicht faszinierend, aber für mich langweilig. Daneben hingegen Toonstruck als Vorschau von Virgin, also ein richtig geniales Adventure mit Christopher Lloyd. Von dem ich übrigens die Packung habe von Toonstruck. Guckt, hier ist sie von Virgin. Die Packung von Toonstruck, die Big Box, da werden wir auch noch reinspielen. Ich finde sie übrigens total hässlich, furchtbar. Wer hat sich dieses Covermotiv ausgedacht? Egal, Toonstruck, das gucken wir uns auch mal irgendwann noch an. Zurück zur E3. Denn es reißt nicht ab mit den Spiele-Vorschau-Seiten Sega, GameTek, Sirtech, Psygnosis, hier mit Discworld 2. Guckt mal, was sind das
Meine Güte, hier unten. Nemesis, A Wizardry Adventure. Also, es kamen so unfassbar viele Spiele Mitte, Ende der 90er auf den Markt. Und auf der letzten Seite dann noch Ocean und Microprose und ganz unten einen Sonderkasten mit einer exklusiven Meldung Chris Roberts for Last Origin. Da war es dann zu Ende und wahrscheinlich hat er zu dem Zeitpunkt direkt danach angefangen, Star Citizen zu entwickeln. Könnte sein, oder? Da ist ja die Vorschau auf Virtua Fighter PC ziemlich umfangreich, ziemlich ausführlich, ziemlich coole Preview für ein Spiel, das mich eine Zeit lang fasziniert hat, als Demo und auch bei einem Kumpel, aber ja, nie wirklich, wirklich richtig auf dem PC für mich, weil, und das darf ich ganz offen hier zugeben, ich habe es schon angedeutet im Intro, für mich kam dann im Jahr 1997 Tekken 3 auf den Markt und das hatte einer meiner besten Freunde auf der PlayStation 1 und damit haben wir uns die Stunden um die Ohren geschlagen. Das war unsere Prügelei schlechthin. Da hatte Virtua Fighter in unseren Herzen überhaupt keinen Platz, denn es ging letztlich weniger ums Spiel, mochte es auch noch so gut sein. Es ging dann in dem Fall wirklich um das gemeinsame Spielen, das gemeinsame Hocken vor dem Monitor. Da soll mal noch einer sagen, Spiele würden vereinsamen, würden einsam machen. Man würde vereinsamen. Nein, das Gegenteil war der Fall. Absolut. Damals war das absolute Gegenteil der Fall. Cryo, die Macher von Lost Eden, wollten es auch noch mal wissen. Interaktiver Spielfilm Hardline. Ich muss gestehen, interaktive Spielfilme waren für mich zu der Zeit nicht mehr interessant, weil ich einfach finde, das Genre hatte sich selbst überholt. Die Technik der Videosequenzen wurde zwar immer besser, aber es war spielerisch einfach nicht das, was ich mir erwartet hatte, ich mir erhofft hatte von diesem Genre. Insofern habe ich das weitestgehend ignoriert zu dem Zeitpunkt. Man konnte sich's gut angucken, man konnte es auch mal vorführen, wenn man jemanden da hat und gesagt hat: „Hey, guck mal hier, diese Sequenzen." Aber zum Spielen, nee, bei mir eher nicht. Nie zuvor gab es einen schöneren Grund, auf Windows 95 umzusteigen, sagt Petra Mauerröder. Tja, kann ich so stehen lassen. Zu dem Zeitpunkt durfte man noch ein bisschen warten, bis Diablo dann endlich erscheint. Ein grandioser Titel. Und ja, sicher ein Umstieg auf Windows 95 wert, weil Diablo 1 war wirklich der Hammer. Aber zu dem Zeitpunkt musste man sich noch ein bisschen gedulden. Da ist er, der Testbericht zu AH-64D Longbow, einer Hubschrauber-Simulation vom Feinsten. Habe ich wirklich keine Sekunde gespielt und auch bei niemandem gesehen. Das ist ungewöhnlich, aber vielleicht hat es einer von euch gespielt, dann schreibt mir doch gerne was in die Kommentare. Was ich hier so lese, ist, es war wohl grandios simuliert, grandios zu spielen, tolle Hubschrauber-Simulation nah an der Realität, aber trotzdem mit einer Menge Spaß. Aber die Grafik war wohl nicht so der Brüller. In VGA konnte man die Cockpits nur sehr schlecht ablesen und erkennen. In SVGA waren die Cockpits zwar schärfer, aber die triste Landschaft war dadurch noch deutlicher zu sehen als zuvor. Es waren Polygone mit Texturen, die aus der Nähe einfach nicht gut aussahen. Daher auch die Grafikwertung nicht ganz so hoch, das Statement nicht ganz so positiv. Immerhin eine ganz gute Spielspaßwertung. Also es scheint wirklich Spaß gemacht zu haben, wenn man die Nerven hatte, sich hinter den Knüppel zu klemmen, hinter den Steuerknüppel vom Hubschrauber und sich auch da reinzuarbeiten. Aber ja, wie gesagt, habe ich nie gespielt. Aber vielleicht einer von euch, dann schreibt mir doch was. Erzählt mir ein bisschen von AH-64D Longbow aus dem Hause Origin und euren Erfahrungen damit. Diese Werbung ist mir aufgefallen, weil die ist mal krass, bunt, auffällig, überladen für das Spiel Virtual Corporation Totally Voice Activated, Totally Interactive. Und es hat mir nichts gesagt. Und da muss ich doch gleich mal nachgucken, was ist denn Virtual Corporation genau? Denn hier ist der Testbericht dazu. Virtual Corporation, ein Spiel, das sich per Spracheingabe steuern lässt, unter anderem. Das Mikro wird gleich mitgeliefert, das hat wohl auch ganz gut funktioniert, also ein Test für neue Technologien, für interaktives Vorgehen in einem Spiel und hat sich meines Erachtens nicht so wirklich durchgesetzt. Aber schön, dass die Programmierer immer wieder mal Ideen hatten und versucht haben, uns mit neuen Sachen zu begeistern. Virtua Fighter PC war auf dem Cover, war ein großer Vorschauartikel. Hier ein
Klassiker würde ich mal sagen, Super Street Fighter 2 und hatte wirklich keinen guten Test. Warum? Es war zu dem Zeitpunkt auf dem PC eigentlich einfach schon viel zu alt, viel zu überholt. Wir hatten das wirklich viel gespielt, aber auf dem Amiga oder auf dem Sega, ich weiß nicht mehr genau wo, oder auf der, ja, Spielhalle, ne? Also Street Fighter 2 ist halt wirklich ein Klassiker, aber diese PC-Version, diese Portierung einfach nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr das, was man spielen wollte, glaube ich. Also für mich war das völlig uninteressant. Kannte ich von anderen Systemen zur Genüge. Warcraft 2 an sich ein absolut geniales Strategiespiel, selbst für mich, der sonst Strategie nicht so mag, aber das habe ich gespielt, das habe ich gemocht, das hat Spaß gemacht. Hier das Expansion Pack, Beyond the Dark Portal, sorry. Ja, also hinter dem dunklen Portal, das war natürlich gefundenes Fressen für Warcraft 2 Fans. Neue Level, neue Sequenzen, alles, was man eben an Warcraft 2 liebte, nochmal in schön. Ein guter Testbericht für das Expansion-Set von Warcraft 2, aber auch gleich der Hinweis, da geht's gleich richtig zur Sache. Sprich, kein Aufbau für die, die das Spiel noch nicht kennen, sondern hier durfte man davon ausgehen, dass der Spieler, der das haben will, Warcraft 2 eben schon gespielt hat, sich auskennt und dementsprechend waren die Missionen richtig knackig. Es ging gleich voll in die Vollen. Voll in die Vollen? Oh Mann. Liegt an der Wärme. Jedenfalls Warcraft 2 Expansion Pack, ein absoluter Pflichtkauf für Warcraft 2 Fans, würde ich sagen. Urban Runner haben wir uns vor kurzem schon mal angeschaut in einer Preview in einer der vorigen Ausgaben und hier ist jetzt der Testbericht des interaktiven Spielfilms auf 4 CD-ROMs ausgeliefert von Cocktail Vision und es war halt wieder einmal mehr Schein als Sein. Erstens, die Videosequenzen nicht ganz so beeindruckend, wie man dachte. Sie waren nicht ganz Vollbild, aber immerhin recht groß. Inhaltlich wohl auch ganz gut gemacht, was die Technik angeht, aber Story irgendwie komisch, krude, Sprachausgabe im Deutschen wohl ganz grauenvoll und ja, dementsprechend kein wirklich guter Testbericht. Also Urban Runner eher unter ferner liefen. Tja, schade drum um die viele Arbeit, aber ich glaube, wie gesagt, mein Eindruck war zu dem Zeitpunkt sind einfach die interaktiven Movies, das hat einfach nie richtig funktioniert. In seltenen Fällen ja, aber meistens nicht. Dann, wenn viel Spiel drumherum war, so wie bei Wing Commander, dann waren die Videosequenzen natürlich ein tolles Feature, aber die waren ja auch hochwertig gemacht. Gerade bei Wing Commander 4, wenn ich daran denke, an die Schauspieler, an die Sprachausgabe, an alles, da hat einfach alles gepasst. Hier wohl eher nicht und dementsprechend, ja, schade drum um die Arbeit. Und natürlich schauen wir auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rossiert. Ihr kennt das, ich lasse mir das nicht nehmen, das bleibt bei mir. Und es geht weiter mit der Petralogie. Das Petra-Poster ist noch nicht vom Tisch bzw. von der Wand. Hallihallöchen, Rainer. Na, lass mal sehen. Also irgendwie nein, oder? Ach was, nein, ich kann in Petras Gesichtszügen auf der WhatsApp-Seite nicht die geringsten Hinweise auf irgendwas Verkrampftes finden. Das ist doch oberprofessionell. Ist dies nicht ein herzerwärmendes, eisbergschmelzendes Lächeln? Also ich bin schon dünnflüssig. Ich folge hier mit dem Aufruf von Andi und schließe mich der Protestwelle gegen die Zurückhaltung von Petra-Material an. Da ich bezweifle, dass wir, die PM-Fans, eine Marginalexistenz führen, empfehle ich euch dringend, über ein Lichtbild eurer Redaktionsblumen nachzudenken, bevor ein Volksbegehren daraus wird. Es muss ja nicht unbedingt ein Poster sein, die Opferung einer einzigen Seite täte es auch schon. Um nun einem Aufruf nach intelligenterem Papierverbrauch deinerseits prophylaktisch entgegenzuwirken, sei abschließend gesagt, dass Briefe mit Petra-Inhalt bei vielen Lesern sicherlich mit zu den amüsantesten gehören. Möge der Saft mit euch sein, Lukas. Und Rainer hat wie immer passend geantwortet. Fein, dass du mir die Arbeit abgenommen hast, krampfhaft nach einem Vorwand zu suchen, um dieses Thema wieder aufzuwärmen. Nicht nur, bisher, 22 Leser wollen das Petra-Poster, auch verschiedene Mitarbeiter der Redaktion wären nicht abgeneigt. Petra hat sich in einer ihrer wenigen schwachen Stunden hinreißen lassen, mir zu versprechen, ich habe es schriftlich, Petra-Lärchen, leugnen zwecklos, dass wenn mindestens 1000 Leser sich für das Poster aussprechen, ja, verunglückter Satzbau, ich bin in Eile,
ihre Weigerung als null und nichtig zu betrachten wäre. Nun ist es ja nicht so, dass ich da etwas manipulieren will, und wenn ich jedem 10. Einsender einer diesbezüglichen Bemerkung irgendein Spiel zurückschicke, soll das höchstens eine klitzekleine Motivation sein. Doch die Bitte, mich doch in meinem gerechten Kampf zu unterstützen, und die Aussicht auf ein Game soll euch zu nichts verleiten. Falls schon Augenbrauen drohend in die Höhe schnellen, nein, Petra, deine zählen hier nicht, möchte ich noch betonen, dass wir hier absolut nicht frauenfeundlich sind. Im Gegenteil, wir, natürlich auch ich, schätzen Petra als duften Kumpel, fachlich kompetente Kollegin, und sie kann einfach alles. Selbstverständlich nur, wenn es ihr in den Kram passt. Mit ihr kann man Pferde stehlen, jedoch macht sie einen lausigen Kaffee. Allerdings sollte dieser dufte Kumpel möglichst bald auf einem Aufklappposter prangen. Ihr werdet mich doch nicht hängen lassen? Bei meinem mickrigen Verdienst muss man sich eben etwas einfallen lassen, um auch ein bisschen Spaß zu haben. Ja, herrlich. Das Petra-Poster, das war so ein Running Gag Mitte der 90er in der PC Games. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Mensch, Rainer, schade, dass du nicht mehr da bist. Ich liebe diesen Blick in die Leserbriefe. Es war damals die Rubrik, in der ich immer zuerst gelesen habe. Und ich mag sie immer noch total gerne. Vielen Dank dafür. Wir schauen wieder auf die Spielecharts Karstadt und Joysoft. Wie sieht's denn aus? Command & Conquer auf Platz 1, Wing Commander 4, wow, ist dabei. Megapack 5, Civilization 2, Warcraft 2, Hugo 3, Hugo immer noch, meine Güte. Die Fugger 2, Rayman, Bleifuß, NBA Live 96, The Need for Speed, IndyCar 2, Descent 2, Advanced Tactical Fighters, Rebel Assault Limited Edition, okay, super. FIFA Soccer 96, das Rätsel des Master Lou, The Riddle of Master Lou, Police Quest, SWAT, Star Trek, DSN Harbinger und Gabriel Knight 2 auf Platz 20. Bei Joysoft in den CD-ROM-Charts die Siedler 2, Civilization 2, Conquest of the New World von Interplay neu dabei, Command & Conquer Ausnahmezustand, Command & Conquer Fantasy General Scenario Mania? Ich musste gerade kurz überlegen, ja, Scenario Mania, Warcraft 2, die Fugger 2 und Fade to Black auf Platz 10. Ich liebe die Charts. Diese Charts sind wie ein Blick in die Vergangenheit. Sie sind ein Blick in die Vergangenheit. Preisgünstige CD-ROM-Laufwerke, ja, das war damals extrem wichtig. Es war zu dem Zeitpunkt klar, dass die Diskette ausgedient hatte. Der CD-ROM gehörte die Zukunft, definitiv und unwiederbringlich. Und dementsprechend war man natürlich immer auf der Suche nach preisgünstigen Laufwerken, die zum einen nicht so viel kosten, aber zum anderen gute Werte bieten bei den Zugriffszeiten und bei der Datenübertragungsrate. Im Grunde sehen sie ja alle ähnlich aus. So war das eben für den 5,25 Zoll Einbauschacht. Aber ja klar, Mitsumi ist wieder dabei, NEC ist dabei, TEAC ist dabei und Vertos ist dabei, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ja, die Qual der Wahl, wie immer, ne? Hardware war schon immer die Qual der Wahl. Wieder so eine kuriose Sache, die PC Games bietet Chatrooms an, in denen es um Expertenthemen geht. Petra Mauerröder unter anderem im Gespräch mit Rainer Rossiert und. Chatrooms, wisst ihr sicher alle noch, was das war? Man hat sich eingewählt in so einem Fenster mit einem Texteingabebereich und dann ging es los. Ja, im Grunde WhatsApp für damals, aber es war irgendwie netter, spaßiger. Es war vor allem neu. Für mich zu der Zeit noch gar nicht, weil ich hatte da noch kein Internet. Bei mir kam das erst später und dann waren es für mich vor allem Fantasy-Rollenspiel-Chatrooms, Thema Schwarzes Auge und auch AD&D. Das waren so meine Gehversuche im Internet. Das war das, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das Interagieren mit fremden Menschen über das Netz, das war damals schon richtig, richtig klasse. Aufregend, faszinierend. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Dungeon Keeper. Ist es wirklich so weit, dass Dungeon Keeper kommt? Wow! Eines der großartigsten Spiele dieser Zeit. Dann der Testbericht zu Virtua Fighter PC und auch möglicherweise zu Battle Arena Toshinden. Es wird sich also geprügelt und da unten, was für die Rollenspielfans das Schwarze Auge 3 Schatten über Riva. Für mich eher eine Enttäuschung. Aber das werden wir dann in der nächsten Ausgabe sehen. Da ist sie schon, die Ausgabe 896 und schaut euch dieses Cover an. Z kommt von den Bitmap Brothers und
wahrscheinlich auch Diablo, viele Infos zum genialen Spiel von Blizzard. Also wieder eine grandiose Ausgabe, auf die wir uns richtig freuen können. Es gibt viele Demos auf der Coverdisk, also ah, 96, 97, 98, glaube ich, waren so meine Lieblingsjahre, was da an Spielen auf den Markt kam. Es würde mich freuen, wenn auch ihr wieder dabei seid, wenn wir in dieses Heft reinschauen. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.